Wie spät ist es? Oh. Moino. Hi, mein Name ist Leander. Und mein Name ist auch Leander. Und wir haben eine Idee. In der Welt passiert viel Mist. Sehr, sehr viele Menschen leiden unter Armut, Krieg, Diskriminierung, Naturkatastrophen oder Terror. Wir sind jedoch alles Menschen und einige versuchen einander zu helfen, zum Glück. Da sich jedoch ein Einzelner nicht gegen solche großen Mächte wie Armut und Terror stellen kann, entstanden schnell Gruppen von Menschen, die helfen wollen. Denn jetzt können viele Einzelne sich in einer Gemeinschaft zusammenschließen, um gemeinsam den Missständen unserer Zeit die Stirn zu bieten. Diese Gruppen sind Hilfsorganisationen, die sich auf ein spezielles Gebiet konzentriert haben, um dort alles zu tun, um die benötigte Hilfe zu leisten. In solchen Hilfsorganisationen arbeiten oft ein paar Festangestellte, jedoch vor allem Freiwillige. Denn es geht schließlich um die Hilfe an sich und nicht um den Profit. Glücklicherweise gibt es deshalb die Möglichkeit, das Jahr nach der Schule als FSJ zu nutzen. Die Idee eines FSJs wollten wir fortführen. Jedoch ein bisschen anders. Unser Ziel ist es, 8 verschiedene Kulturen und Länder in einem halben Jahr zu besuchen und zu erleben. Dabei wollen wir bei 5 verschiedenen Charity-Organisationen Halt machen und ihr könnt uns doch auf dem ganzen Weg begleiten und unterstützen. Aber lasst uns ein bisschen weiter ausholen. Wir haben vor, einmal um die Welt zu reisen und dabei etwas Gutes zu tun. Wir wollen unseren eigenen Horizont erweitern und gleichzeitig für Menschen da sein. Das alles mit der Kamera begleiten und unsere Leidenschaft, Augenblicke festzuhalten, nutzen, um diese zu teilen. Unsere Idee ist es, Hilfsorganisationen zu besuchen und dort tatkräftig mitzuarbeiten. Währenddessen das Ganze zu filmen, um es im Internet mit euch und der ganzen Welt zu teilen. Wir wollen der Arbeit der verschiedenen Organisationen eine Plattform geben, sich besser zu präsentieren und der freiwilligen Arbeit an sich mehr Gehör verleihen. Es sollen Videos in dieser Qualität hier für die einzelnen Organisationen entstehen, damit diese die Möglichkeit haben, langfristig herauszustechen und eine anhaltende Hilfe geleistet werden kann. Wir haben erst kürzlich selber erfahren, wie schwer es ist, sich ein Bild über den Inhalt einer Organisation zu machen. Oft werden diese zwar in Text und manchmal auch Fotos vorgestellt, unserer Ansicht nach würde jedoch ein anschaulich gestaltetes Video die oft so nennenswerte und gute Arbeit der Organisation besser transportieren. Und nun kommen wir ins Spiel. Hier auf YouTube sollen ein paar größere Filmchen entstehen, die die jeweilige Organisation vorstellen, um den Zuschauern einen Überblick zu verschaffen und Neugierde auf das Projekt zu entfachen. Auf Instagram wollen wir vor allem unsere persönliche Geschichte erzählen, in mehreren kleinen Clips und Bildern. Ungefähr so. Und hier soll es hingehen. Starten wollen wir gegen Ende Oktober mit Indien, in Chennai. Dort wollen wir die Organisation Don Bosco Anbu Illam besuchen, die sich für Kinderrechte einsetzt. Sie helfen Straßen- und Waisenkindern, geben ihnen ein Zuhause und richten sich dabei nach dem Leitbild des heiligen Don Bosco. In 3 Häusern bieten sie 120 Kindern Schutz und Unterkunft. Unsere Aufgabe wird es sein, die Kinder durch den Alltag zu begleiten, ihnen ein Vorbild in der Freizeit zu sein und ihnen bei Schul- und Hausaufgaben zu helfen. Weiter geht's nach Thailand. In Bangkok wollen wir in einer Primary School helfen, Kindern spielerisch und alternativ Englisch beizubringen. Sie setzen dabei besonders den Fokus, in jedem Kind ihre individuellen Leistungen herauszuholen. In dieser Schule wird viel darauf gesetzt, Kreativität und eigenes Denken zu fördern. Deshalb glauben wir, dass wir dort sehr gut aufgehoben sind. In Australien, unserem nächsten Stop, werden wir in Brisbane als Koala-Caretaker fungieren. Die Organisation dort hilft 130 Koalas, die entweder verletzt, krank oder ohne Lebensraum sind. Und das Ganze schon seit 100 Jahren. Das Programm hofft darauf, die Koalas langfristig zu schützen und die Bevölkerung für deren Erhalt zu sensibilisieren.
Dann geht es weiter nach Neuseeland und Hawaii. Dort haben wir jedoch keine Organisation gefunden, die direkt einen größeren Mehrwert aus unserer Arbeit ziehen oder in unser preisliches Budget passen würde. Durch Programme wie Workaway oder Roof, bei denen man örtlichen Familien hilft und als Gegenleistung ein Dach über den Kopf und eine warme Mahlzeit bekommt, wollen wir unsere Ausgaben in dieser Zeit möglichst gering halten. Dennoch in die Kulturen eintauchen und fremde Menschen und Geschichten kennenlernen. Auf Hawaii wollen wir dann noch neben der Arbeit bei den einzelnen Familien uns ehrenamtlich engagieren. Die Inseln sind bekannt für ihre einzigartige Vegetation und für seine atemberaubende Landschaft. Daher ist es uns auch ein Anliegen, in diesen Bereichen etwas Gutes zu tun. Es gibt viele Organisationen, die Tagesaktionen anbieten, wo man mit Einheimischen und Urlaubern zusammen etwas Gutes tut. Man säubert dann Strände, pflanzt Bäume oder hilft bedürftigen Tieren. Ist gut, oder? Wow! Wow! Nächster Halt Bolivien, wo wir in La Paz einen Freund von uns besuchen werden. Die Organisation, die wir dort unterstützen wollen, heißt Vamos Juntos. Diese hilft Schuhputzern, die dort diskriminiert werden. Gleichzeitig haben diese auch noch mit diversen gesundheitlichen und finanziellen Risiken zu kämpfen. Hier wird Wert darauf gelegt, den persönlichen Kontakt zu knüpfen, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und einen Zugang zur Bildung zu verschaffen. Anschließend wird Mexiko von uns einmal genau unter die Lupe genommen. Wir wollen den legendären Crewschieber Medical Mission Network unter die Arme greifen. Zusammen ist es unsere Aufgabe, die Einheimischen in ihrem Alltag zu unterstützen und mit benötigten Medikamenten zu versorgen. Abschließend wollen wir dann noch nach New York und für 1,5 Wochen die USA erkunden, bevor es dann wieder nach Hause geht. Und jetzt lasst uns zum unschöneren Part übergehen. Diese Vision muss irgendwie finanziert werden. Wir haben vor, mit einem Around-the-World-Ticket von Star Alliance die einzelnen Stops anzufliegen. In den Ländern ist es uns eine Prämisse, die Kosten möglichst gering zu halten, auf einfache Mittel zu setzen und den Backpacker-Lifestyle zu leben. Das bedeutet, auf Restaurants und schicke Hotels absolut zu verzichten. Uns ist es sehr wichtig, dass wir die touristische Komfortzone verlassen. Außerdem wollen wir noch einmal betonen, dass ihr Videos von den einzelnen Reiseetappen seht. Ihr bekommt also genau mit, was wir aus dem Geld und dem Vertrauen, das ihr uns entgegenbringt, machen werden. Das Ticket kostet ziemlich genau 4.000 € pro Person. Darüber hinaus müssen wir noch für Verpflegung und Unterkunft bezahlen. Oft geben die Organisationen uns diese Möglichkeit, jedoch wird von ihnen auch eine finanzielle Beisteuerung verlangt. Hinzu kommen noch diverse Visa- und Nebenkosten. Von unserer Seite geben wir fast alle unsere erarbeiteten Ersparnisse in dieses Projekt. Außerdem haben wir schon für diverse Impfungen und Ausrüstungszubehör bezahlt. Am Ende würden uns noch trotzdem 12.500 € fehlen, um das Projekt zu realisieren. Wir wissen, dass es ein Riesenbatzen Geld ist. Für uns steht diese Reise für eine Vision. Eine Vision vom einander helfen, vom Nutzen seiner eigenen Leidenschaft für einen guten Zweck, vom Verlassen seiner Komfortzone, von einem kleinen Einblick in die großartige Arbeit der Freiwilligendienste und vom Erzählen seiner eigenen Geschichte. Unsere Idee bewegt sich abseits des normalen Weges. Wir hoffen dennoch, dass ihr auf fruchtbaren Boden trifft und wir gegen Ende Oktober unser Abenteuer antreten können. Falls diese Reise nicht in der Form stattfinden kann, werden wir versuchen, so weit Abstriche zu machen, dass sie dennoch realisiert werden kann. Falls dies dann immer noch nicht reicht, werden wir versuchen, das Geld aufzuteilen und an die jeweiligen Organisationen zu spenden. Falls es der Fall sein sollte, dass wir mehr als den genannten Betrag einnehmen werden, werden wir ebenfalls den überschüssigen Betrag an die jeweiligen Organisationen spenden. Die Welt können wir mit unserer kleinen Idee nicht retten. Das wissen wir. Aber wir wollen helfen und nicht nur darüber reden, sondern damit anfangen.
That's a wrap. That's a wrap. Ah, endlich! Woo! Oh! Von einem kleinen Einblick in die